Herzlich willkommen zur 40. Folge meines Bauberichtes hier bei FreestyleMoba. In der heutigen Folge widmen wir uns dem Bereich zwischen der zweigleisigen Hauptstrecke und der Anlagenkante. Hier entsteht nicht nur eine neue saubere Anlagenfront, sondern werde ich mich erstmals in meinem Leben mit dem Thema See bzw. Seewasser beschäftigen. Ich möchte an dieser Stelle einen kleinen Angelweiher aus meiner Gegend nachbilden. An diesem Angelweiher habe ich selber schon viele Stunden verbracht. Deswegen ist es mir wichtig, einige markante Punkte von dort im Modell auch nachzubilden. Neben einem Grillplatz mit Feuerstelle, an dem wir wohl die meisten Stunden im Sommer abends verbringen, zählt noch ein Unterstand mit Sitzmöglichkeiten, welcher sich direkt am Wasser befindet. Aber auch die Unterwasserwelt soll nicht zu kurz kommen. Deswegen sind neben ein paar versunkenen Bäumen auch einige Fische und Seebewohner hinzugekommen. Beim Bau meines ersten Sees gab es leider das ein oder andere kleine Problem, doch darauf werde ich im Video noch eingehen. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß beim Zuschauen, beim Entstehen dieses kleinen grünen Paradieses.
nachfolgenden Szene ist mir leider ein kleiner Fehler unterlaufen. Ich war der Meinung, dass man mit AK Stillwater den ganzen Seeboden versiegeln kann, um diesen noch zusätzlich gegen Leckagen zu schützen. Dies hat sich aber schnell als Fehler herausgestellt. Nach 24 Stunden hat sich das Material weiß verfärbt und hat sich vom Boden langsam abgelöst. Glücklicherweise hat man dies am Ende nicht mehr gesehen. Solltet ihr dies nachmachen wollen, nehmt lediglich ein wenig von dem Stillwater auf einem Pinsel und tut die Kante zwischen Seeboden und der Plexiglasscheibe mit einer dünnen Schicht nur versiegeln. Und jetzt viel Spaß weiterhin beim Zuschauen.
Und so sieht er im Gesamtbild aus, der fertige See bzw. Angelweiher. Mit der ein oder anderen Figur und dem ein oder anderen Tier an der Wasseroberfläche wirkt dieser doch recht lebendig und passt sich super in das Gesamtbild der Anlage ein. Trotz der anfänglichen Schwierigkeiten mit dem Seewasser ist dieses am Ende fast perfekt geworden. Eine Sichttiefe von ungefähr 1,5 bis 2 cm war genau das, was ich erreichen wollte. So ist es möglich, nicht nur den ein oder anderen versunkenen Baum, sondern auch den ein oder anderen Fisch im Gewässer zu entdecken. Lediglich von der Frontansicht des Gewässers war ich ein wenig enttäuscht. Hier kann man gerade so einen Karpfen im Gewässer sehen. Aber dafür, dass es mein erstes Modellgewässer ist, bin ich sehr zufrieden und konnte einiges an Erfahrung mitnehmen. Und jetzt seid ihr wieder gefragt. Lasst mir euer Feedback zu dem See und dem ganzen Bauabschnitt in den Kommentaren wieder da. Ich freue mich sehr, davon zu lesen und bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.